Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und ich heiße euch wie immer herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Abenteuer hier bei uns an der Mühle. Hier ist wieder euer Phoenix. Noch sehe ich einigermaßen sauber aus, aber ich verspreche euch, ich werde mich wie immer in dem Video ordentlich einsauen. Ja, bevor es jetzt ans Einsauen geht, will ich mal dieses Plakat bei uns vorne ans Tor hängen. Wie ihr seht, ist mal wieder Zeit für den Blauen Sonntag. Wir sind ja wie jedes Jahr ein Standort vom Blauen Sonntag und wie ihr seht, hier der 25. August 24. Das ist der Tag, der letzte Tag von den hessischen Sommerferien. Da machen wir immer einen Tag der offenen Tür. Hier in dem Verband vom Blauen Sonntag gibt es auch noch ganz viele andere Standorte, die interessant sind. Wir haben hier ein Besucherbergwerk in der Nähe und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Mühle, die machen hier so, die machen das quasi zur Wasserversorgung. Das ist so eine historische Wasserversorgung. Das ist auch ein Wasserrad, so mit Wasserkunst wird da Wasser irgendwie auf dem Marktplatz gepumpt. Auch ziemlich interessant, aber da könnt ihr auf die Webseite vom Blauen Sonntag gehen, wenn euch das Programm interessiert. Wir sind ein Standort, der eine Führung anbietet. Davon gibt es aber noch hier in der Region eine ganze Menge mehr. Ja, schaut mal, was ich hier gefunden habe, hier in dem Erdhaushub, habe ich ja ein bisschen verteilt. Da habe ich mir gedacht, na, das kommt dir aber ein bisschen bekannt vor, diese Struktur. Und da habe ich noch einen richtig schönen alten, zerbrochenen Mühlstein gefunden. Nur für die, die sich jetzt nicht so richtig gut mit Mühlsteinen auskennen, das ist so ein Bodenstein. Da gibt es ja einmal so einen Stein, der quasi fest im Boden sitzt oder fest mit dem Boden des Mahlgangs verbunden ist, und dann gibt es noch den Läuferstein, der rotiert. Das war ein Stein, der unten am Boden fixiert war. Da kam die Achse, durch die den Mühlstein antreibt, das sogenannte Mühleisen. Und dann wurde zwischen den beiden Steinen das Mehl gemahlen. Also wirklich schon richtig alt, uralte historische Art von der Getreide, von der Mehlherstellung. Wie alt, weiß ich nicht, aber schon mit Sicherheit hat er ein paar hundert Jahre auf dem Buckel. Namentlich wird unsere Mühle als Westerburger Mühle am Westrand von Niederorf erwähnt. Um 1489 das erste Mal nicht namentlich als Mühle in der Nähe zur Orfschen Burg. Etwa um 1200. Die Mühlen hier in unserer Region gehen auf das Jahr 800 zurück. Das heißt, da sind die aufgekommen, soweit ich das mittlerweile in Erfahrung gebracht habe. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn mal so ein Fragment aus dem Boden kommt, weil das erzählt dann doch immer noch mal von der gesamten Geschichte. Deswegen suche ich auch immer noch mal so einen Platz, wo man das ausstellen kann, dass wenn wir hier noch mal Besucher vor Ort haben, ja auch öfter mal Fachleute dabei, können die mal einen Blick drauf werfen und vielleicht mal wieder ein Stück der gesamten Geschichte ergänzen. Ja, ihr Lieben, es ist und bleibt wie immer ernst, aber nicht hoffnungslos. Wie ihr wisst, wir sind ja in dem Gästezimmer noch am Arbeiten, und wir haben beim vorletzten Mal den Unterputz dran gemacht. Heute würde ich gerne am Feinputz weitermachen. Bevor ich da aber weitermachen kann, muss ich zum einen noch eine Fensterbank bauen und zum anderen bin ich auf der Suche nach der verschwundenen Steckdose. Im Eifer des Verputz von der Bildfläche verschwunden, habe ich mir jetzt noch mal ein paar historische Aufnahmen. Das ist natürlich gut, wenn man so einen YouTube-Kanal hat. Dann hat man auch reichlich Bildmaterial zur Verfügung, um sich so einen Raum noch mal im Rohbauformat anzuschauen. Ja, hier, also wir haben jetzt hier 1, 2, 3 Steckdosen, die wir noch sehen, und Nummer 4 ist verschwunden. Bevor ich jetzt aber hier mit dem Feinputz anfange und alles hier drin noch ein bisschen schön mache, damit wir dann auch mal an Streichen denken können, muss ich erstmal die Steckdose finden. Das ist Teil 1 der Tagesaufgabe. Teil 2 der Tagesaufgabe ist es, für das Fenster hier hinter mir eine schöne Fensterbank zu bauen. Die hätte ich gerne auch drin, bevor wir mit dem Feinputz
weitermachen. Zum Finden der Steckdose habe ich hier einen sogenannten Pinpointer. Den kann man einschalten. Und wenn man dann irgendwas aus Metall in die Nähe bringt, beziehungsweise ihn in die Nähe vom Metall bringt, dann fängt er so lustig an zu blinken und mir das zu signalisieren. Damit kann ich natürlich zu einem jedwedes Metall in der Wand detektieren. Ihr wisst, wir haben hier Wandheizung drin und damit kann ich auch relativ gut sehen, wo sich die Wandheizung hier in der Wand befindet. Mir meine Aufzeichnungen durchgeschaut und ja, ich bin ja davon ausgegangen, dass es sich hierbei um die Steckdose handelt. Da ist aber leider nur ein Wandheizungsrohr drunter zum Vorschein gekommen. Aber ich habe gesehen, das Kabel von der Steckdose, das kommt hier unten. Das ist das unterste an Infrastruktur, was hier in der Wand zu finden ist aus Metall. Das heißt, eigentlich müsste die Aufgabe einfach sein. Ich müsste mich nur dem Metall lang hangeln und würde dann irgendwann, da wo es aufhört, mir ein Feedback zu geben, auf das Ende stoßen. Am Ende ist die Steckdose angebaut und ja. Hier sieht man wieder das alte leidige Thema Putzer versus Elektriker. In dem Fall hier bin ich ja beides, von daher kann ich mich nicht beschweren. Aber es macht natürlich total viel Sinn, auch beim Verputzen, sich schon gleich die Steckdosen zu markieren. Denn wenn man das aus irgendwelchen Gründen nicht macht, dann hat man nachher hier wieder lauter Schlaglöcher in der Wand. Das heißt, erst verputze ich alles schön, damit alles schön anständig ist. Und in dem Fall war es ja nur eine Steckdose, die hier verschwunden ist im Putz. Aber ja, das macht alles keinen Sinn. Ne? Wir bauen auf und reißen nieder, schlagen Löcher immer wieder. Von daher, die Putzdeckel sind ja schon ganz schön, aber wenn man einfach Gewebe drüber zieht und es zuspachtelt, dann hat man Scheiße, wie man sieht. Und das braucht man nicht unbedingt. So, die Fensterbank, die werde ich hier, wie der Name schon sagt, am Fenster einbauen. Maximal 25 tief. Mal schauen, also von der Höhe her haben wir ja ordentlich Spiel. Und so dick werden wir sie nicht machen, werden sie vielleicht ja, 2,5, 3 cm stark machen. 90 lang, 25 tief. Gehen wir mal und gucken mal, ob wir so ein schönes Stück Brett finden.
Ich habe natürlich auch einen dicken Hobel da und eine Abrichtbank und also Scherzchen, aber vom gestalterischen Ansatz mag ich es eigentlich gern, das einfach frei Hand zu machen. Fragt mich nicht, das ist ja, jeder prägt sich so ein bisschen selber aus, aber auch bei den Wände verputzen, das ziehe ich auch so ab. Früher habe ich mir auch Lehren gebaut und all solche Geschichten, aber ich weiß es nicht. Ist so ein bisschen wie mit Noten am Lagerfeuer Gitarre spielen. Das ist nicht so meins. Wie gesagt, ich mag das gern, wenn man einfach so frei mit den Händen was gestaltet, und die absolute Perfektion strebe ich nicht an und die mag ich aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Wenn alles zu gerade ist, fühle ich mich nicht so richtig wohl. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen an meinem Charakter. Der muss sich natürlich auch ebenbürtig betten und von daher mache ich das lieber so. Ja, ist ein bisschen dunkel. Hoffe, man sieht es trotzdem. Sitzt perfekt, sitzt auch hier hinten überall richtig schön spielfrei dran. Und jetzt haben wir eine schöne, saubere Eichenholz-Fensterbank, die ja, nahezu kein Geld gekostet hat. Das Holz habe ich bei uns hier oben aus dem eigenen Wald, beziehungsweise aus dem Interessentenwald hier bei uns vom Dorf. Und es hat vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Kilometer vom Wald bis zu mir zurückgelegt. Wir haben das selbst aufgesägt und da hat es hier eine feine Eichenholzfensterbank gegeben. Da freue ich mich. Ist bombenfest. Wahrscheinlich müsste ich sie jetzt gar nicht mehr wirklich richtig festmachen, aber ich werde jetzt doch noch mal hier so an Seiten 2 Schräubchen reinmachen, nur um sicher zu sein. Ich hoffe, dass man es nicht so doll sehen wird. Und dann werde ich das hier nachher mit Feinputz zukleistern. Dann sieht man es sowieso nicht mehr. So, nachdem wir die Fensterbank eingebaut haben, würde ich mich jetzt gern vornehmlich erstmal um die Wand kümmern. Das ist ja die einzige Wand, die von dem alten Raum noch übrig ist. Und ja, also hier war Tapete dran, die habe ich abgemacht. Und wie ihr seht, habe ich hier auch schon vorgespachtelt. Ich hatte noch ein bisschen restlichen Lehm in einem Eimer. Hier habe ich so ein Kratzbrett, das ist eigentlich so für irgendwie so ein Styropor abreiben. Obwohl ich mir gar nicht vorstellen möchte, was das für eine Sauerei gibt. Aber damit kann man auch gut hier solche losen Partikel abreiben. Das muss jetzt auch nicht so besonders wahnsinnig viel sein, was man hier abreibt. Nur wichtig ist, dass das lose Zeug abgemacht wird. Und dann bitte ich natürlich niemanden, das nachzumachen, aber ich mache es euch trotzdem vor. Ich habe hier wieder mein Breitrücken-Klammergerät und ich habe hier auch noch mein Putzgewebe. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das steht so wahrscheinlich wieder in keinem Lehrbuch. Und in meinem Video steht ja immer, dass das keine Anleitung ist zum Nachmachen. Aber deswegen könnt ihr ja trotzdem sehen, wie ich es mache. Ich schieße das Putzgewebe jetzt mit dem Breitrücken-Klammergerät, wenn ich die Wand vorbereitet habe, hier über den alten Lehm an. Das heißt, ich werde das hier vollflächig dann mit Gewebe vorschießen und dann habe ich unten eine Big Bag Feinputz und dann ziehe ich da einfach nur den Feinputz drüber. Meine Erfahrung ist, dass das angeschossene Putzgewebe halt wunderbar auf der Wand hält. Ob ich das jetzt unbedingt machen müsste, weiß ich nicht, da es hier erstmal keine Rissbildung in der Wand gibt. Aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Und ja, es sieht natürlich unansehnlich aus, wenn man dann so einen Raum renoviert hat und dann an einer Ecke der Riss durch die Wand wandert und dann der Staub wieder rausrieselt. Das möchte ich nicht haben. Ähnliche Geschichten habe ich auch schon im Flur gemacht.
Und habe ich auch schon unter den Decken gemacht. Wichtig ist, dass hier erstmal dieses nicht tragfähige Zeug wegkommt. Und wenn hier zu viel von dieser Kalkmilch oder was auch immer das ist, man weiß ja nicht, was das für Anstriche sind. Wenn da zu viel drunter ist, dann wird sich der Lehm wieder von der Wand lösen. Von daher nehme ich jetzt, wie gesagt, erstmal mein Kratzbrett, mache hier noch mal ein bisschen Staub, schlichte damit die Wand auch gleich noch ein bisschen und ja, dann geht es an die Reparatur. Ich habe das Armierungsgewebe jetzt angeschossen, ist jetzt vollflächig auf der Wand drauf. Es hat jetzt zwei Aufgaben. Zum einen ist es natürlich ein Armierungsgewebe, das die Rissbildung verhindern soll, und zum anderen sorgt es dafür, dass mein Feinputz, den ich jetzt über die Wand drüber spachtle, da bleibt, wo er ist, nämlich an der Wand. Bei den alten Putzen, ja, das könnte man natürlich alles komplett runterkratzen und dann hoffen, dass es sich mit dem Untergrund gut verbindet. Das ist jetzt so, das, was ich über die Jahre jetzt so rausgearbeitet habe, hatte mir auch Testflächen angelegt und ja, was soll ich sagen, mache das jetzt schon eine ganze Weile mit gutem Erfolg. Das heißt also, der Putz bleibt da, wo er ist, reißt nicht, wird nicht locker, bleibt fest auf der Wand, ohne auf den Decken. Von daher, ja, steht wie gesagt nicht im Lehrbuch, aber funktioniert trotzdem. Ja, hier im Arbeitszimmer haben wir beim letzten Mal Lehmputz an die Fachwerkgefache gemacht. Da möchte ich euch natürlich auch noch mal ein Update geben. So ist es geworden. Obwohl wir es richtig dick drauf gemacht haben, ist eine schöne, saubere Oberfläche geworden. Keine Rissbildung. Ich habe ja hier kein Armierungsgewebe reingemacht, weil ich das erfahrungsgemäß an Gefachen nicht brauche. Auch außen, an meinen kompletten Außenfassadengefachen habe ich nirgendwo Armierungsgewebe reingemacht. So, Fachfirma hatte mir zwar gesagt, das macht man so, aber naja, also wie ihr wisst, hier ist Glasfasergewebe. Das ist ja schon ein Haufen Sondermüll, den ich hier so vergrabe in meinem schönen nachhaltigen Lehm. Ich sehe es aber nicht ein, das draußen auch noch zu machen, wenn man das nicht muss. Erfahrungsgemäß gibt es eigentlich keine so eine Spannungsbildung im Gefach, dass das jetzt einmal so quer rüberreißen würde. Ich denke, wenn das passieren würde, hätten wir ein ganz anderes Problem. 2012 habe ich das erste Mal ein Gefach auf die Art und Weise verputzt, bisher unverändert. Von daher bleibe ich meiner Linie treu. Bevor ich jetzt am Feinputz weitermachen kann, muss ich mich noch mal um die Putzmaschine kümmern, denn die brauche ich jetzt erstmal nicht. Und da ist ja der Schlauch noch, der hängt noch im Fenster drin. Der muss jetzt erstmal zurückgebaut werden, dann muss ich die Maschine sauber machen, da ich sie wahrscheinlich jetzt eine ganze Weile nicht mehr brauche. Und ja, also würde ich die eine Aufgabe erstmal abschließen wollen, bevor ich die nächste anfange. Ja, ich möchte euch aber auch mit den fiesen Details der Maschinenreinigung nicht eure Zeit stehlen. Ich habe wieder erfolgreich einen Tag meines Lebens hier bei uns an der Baustelle rumbekommen. Wir haben die Steckdose gefunden, wir haben die Fensterbank gebaut, wir haben den Putzträger und das Gewebe an die Wand geschossen und naja, ich werde mich jetzt hier auch abseits der Kamera noch ein bisschen um die Maschine kümmern.
Feinputz gibt es dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich dann beim nächsten Mal den Raum fertig bekomme, zumindest zeitnah irgendwann den Raum fertig bekomme, damit er schön trocknen kann. Dann kann ich einen Streich, einen Fußboden einbauen. So der Plan. Und naja, ihr kennt's, da liegt noch ein Holzpolter. Ich habe jetzt bald Urlaub, dann wird es dem an den Kragen gehen. Damit möchte ich hier drüben das Wasserradgerinne neu bauen. Und dann haben wir hier noch einen Holzpolter. Den wollte ich eigentlich wegsägen, damit wir da an der Wand weitermachen können, an der Mauer, an der Ufermauer. Aber ja, bin noch mal so ein bisschen in mich gegangen. Was ist, ist. Was nicht ist nicht. Auf jeden Fall hat das Wasserradgerinne jetzt erstmal dann den Vorrang, weil ich das wieder brauche, wenn viel mehr Wasser hier im Fluss ist. Momentan sind wir so bei 2 kW, regnet ja immer mal wieder. Und ja, bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bedanke mich vielmals, dass ihr wieder zugeschaut habt, dass ihr hier wieder mit dabei wart bei so einem kleinen Mühlenabenteuer. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, haut rein, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss.